Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Heute einmal mit einem anderen Thema. Das ist ein wasserdichter Packsack. Und wenn ich zusammendrücke, geht Luft raus. Die habe ich schon seit 25 Jahren. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft, weil Rucksäcke ja nicht wasserdicht sind und mir das immer schon geärgert hat. Also habe ich mir die zwecks Organisation dann in den Rucksack rein, was eigentlich ein Schmarrn ist. Jetzt spare ich mir das ja mit der Kraxen, aber was macht man? Schmeißt man weg? Ich nicht. Ich baue jetzt die Kamera ein kleines bisschen um und dann zeige ich euch, wie man genau wie beim Radlreifen rausfindet, wo ein Loch drin ist. Und wenn der abtrocknet, zeige ich euch ein paar Sachen, die ich oft für kleine Reparaturen an Material nutze oder die man nutzen kann, je nach Vorliebe. Und wenn der dann trocken ist, dann zeige ich euch, wie man den an der richtigen Stelle abdicht. Ich werde mir das jetzt mit einem Stift markieren. Der geht zwar, ich glaube, nicht mehr vollständig runter, aber das macht ja nichts, weil ich dann die nächste Zeit ein bisschen beobachten kann, ob es dicht bleibt. Ich meine, eine Garantie hat man da nie, aber wenn ich ihn wieder herrichten kann, dann hält er wahrscheinlich nur mit 10 Jahre. Und kann natürlich dann schauen, wo Luftblasen aufsteigen. Das, was ihr im Moment seht, ist aber kein Loch, sondern das ist rein aus dem Verschluss. Man schlagt ja das Ende dreimal um, mindestens, und klipst das zu. Und in die äußeren Schichten, wo das nur einmal oder zweimal umgeschlagen ist, da dringt schon Wasser ein. Aber das kommt nicht in den Sack rein. Und so prüfe ich jetzt praktisch jede Seite, einmal Ober- und Unterseite, und wenn ihr steif findet, dann markiere ich es. Ich habe halt einfach den Eindruck gehabt, dass doch nur Luft rausgeht, und jetzt gehe ich der Sache auf den Grund. Den hänge ich jetzt zum Trocknen auf und dann machen wir drin weiter. Ich habe jetzt einmal ein paar Utensilien auf dem Tisch liegen, bis der Sack abtropft. Natürlich ist es, wie es sein muss. Ich habe neulich eine Stelle gefunden, die war undicht. Das hat man offensichtlich gesehen und habe das mit einem Nahtdichter, das ist so eine Dosen, die habe ich jetzt schon seit 1,5 Jahren. Da ist ein kleiner Pinsel drin und mit dem kann man das auf die Stelle auftragen. Natürlich ist er jetzt 100% dicht. Die einzigen Luftblasen, die man da gehört und gesehen hat in dem Wasserbecken draußen, das ist von dem Verschluss. Da läuft es zwar nicht innen rein, aber seitlich druckt es natürlich durch das Umschlagen die Luft raus, wenn man es untertaucht. Wenn man die dreimal umschlagt, haben sie dicht. Jetzt habe ich nur eine Stelle gesehen, das mache ich dann später noch. Das wird ganz einfach nur auf die Stelle aufpinselt und dann muss man es gut trocknen lassen. Muss man an einem gut belüfteten Ort machen. Da ist eine große Tür offen, weil das Zeug ist natürlich nicht gesund. Aber man kann halt so einen Beutel, und die sind wirklich schon 25 Jahre alt, mal noch mehr retten und kann den gut weiter hernehmen. Warum denn nicht? Ich habe neuere gekauft, die andere Größen, die ich noch nicht gehabt habe. Die sind aber dicker beschichtet und die sind deutlich schwerer. Also das war damals richtig teuer. Und die habe ich halt jetzt noch. Ich muss erst schauen, wie lange die anderen halten. Sie machen aber einen sehr robusten Eindruck. Warum ich heute überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass ich ein Video mache, ich habe es übersehen. An meiner Hosen ist ein Reißverschluss kaputt gegangen. Und das kann man sich sparen, da gibt es Sprays, die man auf einer Stoffhosen benutzen kann. Und da hätte ich mir den Ärger sparen können, dass mir ein Reißverschluss kaputt geht. Das sprüht man ganz einfach dünn auf und das verfärbt den Stoff nicht. Dann laufen die sprichwörtlich wie geschmiert. Und gehen nicht mehr kaputt. Das war die Idee überhaupt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich muss einmal das zeigen, was ich überhaupt so an Materialien angesammelt habe, die ich immer wieder mal benutze, dass ich meine Ausrüstung auch pflege und nicht bloß benutze. Ein zweiter Punkt, wo ich den Nahtdichter braucht habe, ihr habt es ja in meinen Videos schon gesehen, dass ich den Poncho oben drauf auf meinem Kraxengestell befestigt habe, und zwar mit Drucknetz.
Das sind in dem Fall natürlich für Holz geeignet. Das ist eine Druckknopfschraube und durch den Stoff muss man dann entsprechend das Gegenstück machen, ein kleines Loch rein machen und dann das Teil, das drauf klipst. Da gibt es ein entsprechendes Werkzeug dazu. Und zwar ist das so ein Aluminiumkeil. Je nachdem, was man klopfen möchte, da ist jetzt die glatte Seite von dem Drücker, die wird dann da reingelegt. Dann steht eben der Stift nach oben, der Stoff mit dem Loch drüber, das Ding draufgelegt und dann gibt es zum Vernieten von dem Ganzen zwei Teile. Einmal braucht man das ist aber, wenn man das Gegenstück herstellen muss, das jetzt in dem Fall schon fertig ist als Schraube, das ist dann bei denen, das sind auch Druckknöpfe, die man überall drauf machen kann, so, und in dem Fall braucht man den, der das in der Mitte praktisch auseinanderdrückt und vernietet. Dann ist der Stoff richtig fest eingezwickt. Auf was ich aber raus möchte, ist gar nicht, wie man jetzt solche Nieten einsetzt. Ich habe mir da so ein Set gekauft, da ist eine super Beschreibung dabei, total simpel. Und die zum Einschrauben, das ist ja das gleiche, kann ich dasselbe Werkzeug nutzen, da ist so ein Hammer dabei, alles beieinander. Auf was ich raus wollte, wenn man das in so einen Poncho einbaut, dann ist der an der Stelle undicht. Jetzt habe ich natürlich, bevor ich das vernietet habe, dazwischen auch den Nahtdichter ringsherum aufgestrichen und habe das dann vernietet. Gut abtrocknen lassen und dann ist das da oben auch dicht. Auf meiner Kraxen ist der ja so montiert, dass er sich, sobald ich den Riemen aufmache, von selber abrollt. Das habe ich schon mal vorgestellt. Was hat man denn sonst noch an Reparaturmaterial? Gar nicht so schlecht und gar nicht verkehrt ist, wenn man ein Klebeband dabei hat. Aber natürlich nicht die ganze Rollen. Die braucht man in 100 Jahren nicht. Das ist ja nur ein Notfall. Ich rate euch dazu, nehmt euch so ein Stück Plastikrohr und wickelt euch von dem entsprechend einen Meter oder wie viel ihr mitnehmen wollt auf. Das hat man ganz gut im Rucksack dabei. Eine Möglichkeit. Wenn ich daheim Sachen repariere oder auch die Gurte, wo ich euch schon gezeigt habe, wie man sowas selber bauen kann, wer das mit dem Schmelzen nicht hinbringt, der kann natürlich auch einen Sekundenkleber nehmen. Ich habe da jetzt einen mit einem Aktivator, das ist praktisch ein modifiziertes Wasser. Und da tragt man auf der einen Seite den Kleber auf, der ist niedrig viskos, das heißt, der fließt langsam. Er braucht dafür länger, man hat mehr Zeit zum Korrigieren. Und wenn es sitzt, dann sprüht man drauf und zählt bis 10 und dann hält es. Man muss natürlich bei so einem Sekundenkleber höllisch aufpassen, da kann man sich Finger nicht verbrennen, aber man kann es ganz gewaltig zusammenkleben. Und ich werde jetzt einmal schauen, ob der Beutel schon trocken ist. Was ich nämlich gefunden habe, ist ein Stein, da franzt es ein bisschen auf an der Naht. Und dann zeige ich euch noch, wie simpel das ist, dass man mit so einem Nahtdichter nachbehandelt. Der geht natürlich auch auf Jacken, wenn zum Beispiel da oben an der Naht durch den Rucksack einmal ein bisschen was aufgescheuert ist. Ich sage mal eine Ringjacken. Da stört es doch nicht, wenn so ein kleines bisschen eine feine Spur mit dem Nahtdichter sichtbar ist. Wer es ganz sauber machen möchte, nimmt zwei Klebebänder, lässt sie genau das Stückerl frei, streicht drüber und zieht das Klebeband ab, solange es noch frisch ist. Da muss man natürlich einen Stoff ein bisschen spannen, damit das dann nicht verläuft. Dann hat man einen ganz sauberen Strich von einem Nahtdichter drauf. Ich hole jetzt einmal den Sag rein, schaue, ob er schon ganz trocken ist und dann zeige ich euch, wie man das auftragt. Da sind noch ein paar so Steine, die sind ganz leicht aufgeraut. Und da wäre jetzt, ich habe ganz wenig Luft rein da, so dass ich das schön hindrücken kann. Und da werde ich jetzt den Nahtdichter auftragen und dann einfach das Ding liegen lassen, bis es fest ist. Und dann ist er wieder 100% wasserdicht. Auch wenn ich jetzt gar keine Steine gefunden habe, da wo wirklich Luft rausgekommen ist beim Untertauchen. Aber das sind natürlich die nächsten Steine, die kommen und dem greife ich halt vor
indem ich die leichten Fransen praktisch wieder versiegelt. Und dann wird auch, sage ich mal, wird der Mini-Schaden, der es bis jetzt ist, nicht so voranschreiten. Und ich kann wieder einen Sarg ewig lang weiter hernehmen, anstatt dass ich ihn wegschmeißen muss. Er hat nämlich eine richtig gute Größe und eigenartigerweise lässt sich der hinten am Rucksack noch hinten drauf packen und lässt sich ein bisschen flach drucken. Das geht mit den anderen, die so dick sind, geht das nicht so gut. Also, wieder mal ein kleines, ich sage mal, Technikvideo, wenn man so möchte. Die kleinen Helferchen, die es um einen Outdoor-Sport drum gibt. Da geht ja dann später auch nochmal ums Imprägnieren. Wobei ich sagen muss, alles, was ich bis jetzt imprägniert habe, sogar mit Föhn Warmmacher und mit den Markenwachsen, die es dafür gibt, bin ich nicht ganz glücklich geworden. Weil ich stelle mir vor, dass ich dann von außen nicht nass werden möchte. Und sogar bei Gore-Tex Schuhe, die Marken ist ja jetzt egal, hat das nicht zufriedenstellend funktioniert. Das Einzige, was wirklich eine Zeit lang dicht war, war ein kompletter Lederschuh, der, wenn aber länger nass wird, dann hat man praktisch keinen Halt mehr drin. Dann weicht der auf, dann braucht man schon eher einen Bergstiefel. Und andere Schuhe, die wasserdicht sind, da schwitzt man wieder recht drin. Also für mich ist das Problem sowieso ein bisschen kleiner wie für die meisten, durch das, dass ich im Sommer eben mit denen Barfußschuhe gehe. Da gibt es keine Abdichtung, die gehen nass durch und das war's dann. Also hat man da zwei Paar Socken und zwei Paar Schuhe dabei, damit man nicht den ganzen Tag so rumlaufen muss. Aber bei den Schuhen, also mit Imprägnieren oder bei Jacken, Imprägnierung, da bin ich bis jetzt eigentlich irgendwie noch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass egal wie gut und teuer das Material ist, nicht so gut funktioniert. Das funktioniert hervorragend. Und darum wollte ich euch das auch mal sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Rucksack-Taxi. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksack-Taxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.